Was ist ein generatives KI-Modell? Künstliche Intelligenz kann für bestimmte Aufgaben entwickelt werden. Dies kann alles beinhalten, von selbstfahrenden Autos über Wettervorhersagen bis hin zu virtuellen Assistenten. KI-Modelle sind wie das Gehirn der KI-Systeme. Bei diesen Modellen handelt es sich um mathematische Strukturen, die mit Hilfe von Algorithmen Muster in Daten erkennen. Es gibt verschiedene Typen von KI-Modellen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Einige KI-Modelle wurden entwickelt, um anhand der Daten, mit denen sie trainiert wurden, Informationen zu klassifizieren oder zu identifizieren. Diese Modelle werden häufig in Anwendungen wie Bilderkennung oder Spam-Erkennung eingesetzt. Andererseits gibt es generative KI-Modelle, die auf die Erstellung neuer Inhalte spezialisiert sind, von geschriebenem Text über visuelle Kunstwerke bis hin zu eingängigen Melodien. Das GPT-Modell ist ein solches KI-Modell. GPT-Modelle sind in der Lage, Kontext zu verstehen und Vorhersagen zu treffen, weshalb sie in Anwendungen wie Textergänzung, Übersetzung und sogar als Assistenten bei der Programmierung verwendet werden. Die Art und Weise, wie wir ein generatives KI-Modell verwenden, hängt vollständig von unserem technischen Wissen ab. Verwenden wir eine Analogie aus der Gartenarbeit, um dies zu veranschaulichen. Szenario 1: Landschaftsarchitektur. So wie Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen ihr umfangreiches Wissen über den Gartenbau nutzen, um einen Garten von Grund auf zu planen und zu kultivieren, kann ein Team von Tech-Experten und Tech-Expertinnen bei der Softwareentwicklung ein generatives KI-Modell erstellen und es für komplexe Aufgaben anpassen. Szenario 2: Hobbygärtnerei. Hobbygärtner und Gärtnerinnen benutzen beispielsweise eine Mischung aus Saatgutpaketen und jungen Pflanzen, um einen Garten zu kultivieren, und befolgen dabei einige Leitfäden. Sie machen aber auch Experimente. Ebenso könnte jemand mit technischem Basiswissen bereits existierende Modelle aus einer Plattform für kollaborative Softwareentwicklung wie GitHub verwenden und sie an ihre Projekt- oder persönlichen Bedürfnisse anpassen. Szenario 3: Freunde von Zimmerpflanzen. Jemand, der mit ein paar einfachen Zimmerpflanzen anfängt, denen eine Anweisung für die einfache Pflege beiliegt, ist wie eine Person, die die Vorteile generativer KI nutzen möchte. Sie kann mühelos auf Online-Dienste wie Microsoft Copilot zugreifen. Umfangreiche technische Fachkenntnisse werden nicht benötigt. Allerdings kann ein grundlegendes Verständnis der Technologie den Weg zum Ergebnis erleichtern. In all diesen Szenarien hängt es von Ihnen ab, wie viel Kontrolle Sie über die Ergebnisse des generativen KI-Modells wünschen. Aber sicherlich werden wir in all diesen Fällen schöne Pflanzen bzw. ein besseres Verständnis für generative KI-Modelle erhalten. Unabhängig von Ihrem technischen Fachwissen wächst die Vielfalt der generativen künstlichen Intelligenz weiter.